Hallo, ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments. Herzlich willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, das ist ja nun wirklich schon richtig, richtig, richtig lange her, dass ich Zeit und Muße hatte, mich hinzusetzen und was Neues zu machen. Ich bin aus meinem Urlaub zurückgekehrt und ja, ich möchte mal wieder in die Farben kommen. Ist natürlich nicht so leicht nach so vielen Wochen Abstinenz. Das kennen vielleicht auch ein paar von euch. Und deshalb mache ich heute etwas, ich will einfach nur mit Farben spielen. Und das hilft ganz oft, um wieder hineinzukommen. Sich jetzt kein dickes, festes Thema vornehmen, sondern einfach nur mal in Farben schwelgen. Und ich habe mir vorgenommen, wenn das Ding schön wird, dieses Bild, dann kommt es in meiner neuen Wohnung hier auch an die Wand. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe mir hier aus meiner Watercolor Selection das Cornwell 450 Gramm Papier, das ist richtig dick, habe ich mir aufgeklebt und mit dem guten Klebeband, also mit dem teuren Frog-Klebeband, habe mir hier ein paar Felder abgetrennt und ja, habe mir meine Farben von Victoria bereitgelegt. Einmal noch mal Werbung für Sie, für alle, die sich für ihre Farben interessieren. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung ihren Shop. Mit meinem Code Melanie5 bekommt ihr 5% auf einen Einkaufswert ab 50 Euro. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wunderbare Farben in Deutschland hergestellt. Ihr seht, das ist meine Auswahl, die ich habe an den normalen Farben. Und ich habe natürlich auch noch die Glitzer- und Metallic-Farben von ihr. Ja, und ich habe mir vorgenommen, heute in einer bestimmten Farbgeschichte zu bleiben, passend zu meinen Kissen, die ich hier im Raum habe. Ja, lasst euch mal überraschen, würde ich sagen, ne? Gut, ich würde sagen, auf geht's.
So, mein Bildchen ist getrocknet, wunderbar. Und ich möchte jetzt ein bisschen noch drauf arbeiten, ein paar Markmaking sozusagen machen. Ich habe mir hier meine Buntstifte von Wuma rausgesucht. Das Video zu diesen Stiften verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Dann habe ich mir davon 3 passende Farben rausgesucht. Ein Marder Red heißt das, ein City Grau, City Grey und das ist ein Kobalt Türkis Farben. Dann habe ich mir noch rausgesucht einen goldenen Fineliner, einen Posca Pen, und zwar ist der nicht in weiß, sondern auch in so einem Eierschalenfarben. Sehr schön, passt super dazu. Und ein bisschen Stempelfarbe und ein Stempel, und zwar mit diesen Quadraten will ich da ein bisschen arbeiten. Ja, und ich würde sagen, legen wir mal los. Das packe ich ein bisschen zur Seite und schaue mal, was jetzt hier so bei rauskommt. So, das ging auch noch mal so ein bisschen in der Mitte. Ich fange mit den Stempeln an, würde ich sagen. Das ist ein Champagnerfarben, passt da ganz gut zu. Ich will das nicht überall hinmachen, nur ab und zu mal so ein paar spezielle Flächen. Und mal gucken, wie sich das macht, ob mir das gefällt oder ganz dezent, sehr schön. Seht ihr da? Sehr schöne, dezente kleine Kästchen. Und so werde ich das jetzt hier auf dem ganzen Stück ein bisschen mal hier und da verteilen. Nicht überall, nur da, wo es mir gefällt. Ja, es gibt so ein paar Flächen, die sind vielleicht ein bisschen langweiliger. Ich weiß nicht, was passiert ist. Dieses Papier hat an manchen Stellen, in diesem Feld war das, und auch hier, ihr seht das, hat das Wasser abgestoßen. Ich habe keine Ahnung, was mit diesem Papier los ist, aber ich sage nur eins, die Stempelfarbe wird es nicht abweisen. So, und jetzt nutzen wir diese Flächen, die da entstanden sind, und machen da mal so ein paar kleine Kästchen drauf. Ah, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Ich kann euch nur empfehlen, probiert das aus. Nutzt mal noch ein paar andere Medien, die ihr zu Hause habt, mit Wachsmaler oder mit Pastellkreide. Oder was man so hat. Buntstifte, wie gesagt. Auch mal mit Füllstifte. Ich finde, das macht unheimlich was aus hier mit diesem kleinen Kästchen. Okay, ich will nicht zu viel machen. Wo mache ich noch was hin? Da habe ich dieses hier. Das ist auch noch ganz schön dafür. Schitte! Oh nein! Falsches Muster. Ja, geht gerade noch so. Oh nein! Okay, naja, gut. Ja, das finde ich schon mal sehr schön. Ich glaube, das reicht mir schon. So, dann geht es mal weiter. Ich nehme mir hier die Buntstifte und ich möchte einfach nur mal so ein paar
Also, ich merke gerade, ich muss das noch ändern. Meine Kamerahaltung ist am Tisch befestigt und der Tisch wackelt, ne? Ist gerade nicht so schön. Ähm, muss ich mir noch mal überlegen, wo ich die jetzt dran festmache. Ich breche mal kurz hier ab und, baue das mal eben um. So, weiter geht's. Nicht mehr am Tisch befestigt, sondern am Regal und jetzt wackelt auch nichts mehr. Und ich kann hier in Ruhe weitermalen.
So, ihr Lieben, das Ganze vom Klebeband befreit. Ich werde es, wenn ich es aufhänge, hochkant wahrscheinlich hängen. Ja, das hat Spaß gemacht. Es ist einfach mal so malen, ohne nachzudenken. Und genau das ist das Richtige, wenn ihr lange nicht gemalt habt und ihr wisst nicht, wie fange ich wieder an, macht sowas. Spielt einfach mit Farben rum, sucht euch ein paar Farben aus. Das waren hier jetzt, glaube ich, so maximal 6 oder so, die ich hatte. Und fangt an zu spielen. Und da sind so wunderschöne Sachen bei rausgekommen, wie es verlaufen ist. Ich mag das total gerne, wenn es arbeitet. Wem das nicht gefällt, der macht Quadrate oder Kreise oder Dreiecke, welche Form auch immer ihr mögt, und lasst erstmal die erste Schicht trocknen. Und wenn ihr dann die nächste Kante dran setzt, dann bekommt ihr auch ein bisschen mehr sowas Kantiges, wie es hier ist, ne? Abgegrenzt. Wer es aber mag, dass es ein bisschen läuft, der macht das so wie ich und lässt einfach die Farben laufen. Ja, und dann schnappt euch andere Materialien, die ihr zu Hause habt, und legt los. Ja, ich mache jetzt noch mal ein paar Nahaufnahmen für euch und dann am Ende das Bild an den Sofas. Ich habe leider noch keinen Rahmen. Ich werde es einfach nur so hinstellen, aber irgendwann wird ein schöner Rahmen dazu kommen. Und ja, gebt mir doch mal in den Kommentaren eine Rückmeldung, wie euch das gefällt zu den Kissen, ob ich die Farben gut getroffen habe, ob ihr was anders machen würdet. Ich freue mich immer über Rückmeldungen. Und wem das Video gefallen hat, ich freue mich über einen Daumen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Melanie.